So I'd like to, I think I'd like to just begin with a reading, just to set the tone. Ich möchte gerne mit einem Text beginnen, um uns eine Atmosphäre zu schaffen. And this is from Henry David Thoreau. Dieser Text ist von Henry David Thoreau. And there's a time in his life where he lived as a hermit for a couple of years at Walden Pond. Und es gab eine Zeit in seinem Leben, da lebte er als Eremit auf einem Gelände mit dem Namen Walden Pond. And I love what he writes here about, it's like a day in the life of a hermit. Mir gefällt es so gut, was er hier schreibt. Es ist ein Tag aus dem Leben eines Eremiten. And in retreat, we're kind of living like a hermit. Auf dem Retreat leben wir auch wie Eremiten. Though we are in community, which is a little bit different. Und zugleich sind wir natürlich auch in Gemeinschaft. Das unterscheidet sich dann doch noch etwas. But there's a beautiful message here about having space in our life. Aber in diesem Text geht es um diese Botschaft, Raum in unserem Leben zu haben. And in retreat, we have just a lot of space for things. Auf dem Retreat haben wir sehr viel Raum für Dinge. Sit, walk, eat, sleep. Sit, walk, eat, sleep. Sit, walk, eat, sleep. Sitzen, gehen, essen, schlafen. Sitzen, gehen, essen, schlafen. Sitzen, gehen, essen, schlafen. And don't forget poop and pee as well. Und dann natürlich auch auf Toilette gehen. So anyways, here's from Thoreau. Should I just read it through? So there was a time when I could not sacrifice the bloom of the present moment to any work, whether of the head or hand. I love a broad margin to my life. And sometimes in a summer morning, having taken my accustomed bath, I sat in my sunny doorway from sunrise till noon, wrapped in a reverie, amidst the pines and the hickories and the sumacs. And it was only by the sun falling in at my west window or the noise of some traveler's wagon on the distant highway that I was reminded of the lapse of time. And I grew in those seasons like corn in the night, and they were far better than any work of the hands would have been. This was not time subtracted from my life, but so much over and above my usual allowance. And I realized what the Orientals mean by contemplation and the forsaking of works. And for the most part, I minded not how the hours went. The day advanced as if to light some work of mine. It was morning, and now it is evening, and nothing memorable was accomplished. And instead of singing like the birds, I just silently smiled at my incessant good fortune. There was a time when I could not sacrifice the bloom of the present moment to any work, whether of the head or hand. I love a broad margin to my life. I love a broad margin to my life. Es gab eine Zeit, zu der ich das Blühen des gegenwärtigen Momentes, keinerlei Arbeit, weder der des Geistes noch der Hände opfern wollte. Ich liebe diesen weiten Raum in meinem Leben. Manchmal, eines Sommermorgens, nachdem ich mein gewohnheitsmäßiges Bad genommen hatte, saß ich von morgens bis abends in meinem sonnigen Türeingang, versunken in Träumereien, inmitten der Pinien- und Hickorybäume und Gerbersträucher, in ungestörter Einsamkeit und Stille, während die Vögel um mich herum sangen oder lautlos durch das Haus sausten, bis ich durch die Sonne, die durch mein Westfenster schien, oder den Lärm eines Autos eines Reisenden auf der entfernten Schnellstraße an den Lapsus der Zeit erinnert wurde. Ich gedieh in diesen Jahren wie Mais in der Nacht, und sie waren weit besser, als jede Handarbeit hätte sein können. Sie waren keine Zeit, die es von meinem Leben abzuziehen galt, sondern so viel mehr, als was ich gewöhnlich zuließ. Ich erkannte, was die Orientalen mit Kontemplation und dem Aufgeben aller Handlungen meinen.
Meistens kümmerte ich mich nicht um das Vergehen der Stunden. Der Tag schritt fort, als wollte er mich zur Arbeit anstiften. Es war morgens, und siehe da, schon ist es abends, und nichts Erinnernswertes ist erreicht. Anstatt zu singen wie die Vögel, lächelte ich still meinem unablässigen Glück zu. Es gab eine Zeit, zu der ich das Blühen des gegenwärtigen Momentes, keinerlei Arbeit, weder der des Geistes noch der Hände opfern wollte. Ich liebe diesen weiten Raum in meinem Leben. I love a broad margin to my life. Ich liebe diesen weiten Raum in meinem Leben. So here in retreat, we really do have that broad margin. Hier auf dem Retreat haben wir wirklich diesen Raum, der uns zur Verfügung steht. Often in our day-to-day life, there's work, there's errands, there's shopping, there's so many things that fill our days and nights. In unserem alltäglichen Leben gibt es die Arbeit, die wir zu verrichten haben, Erledigungen, die wir zu machen haben oder Einkäufe. Es gibt so viele Dinge, die uns beschäftigt halten. And here we get to unplug. Und hier können wir wie einmal den Stecker ziehen. Unplug from our electronics, from books, from writing, from talking, from doing the thousands of things that we do. Und abschalten und uns abwenden von unseren Gerätschaften, die uns umgeben, vom Schreiben, vom Lesen und all den vielen Dingen, die uns sonst beschäftigen und einnehmen. And to feel into this precious and fragile life. Und wir erhalten die Möglichkeit, in dieses kostbare und fragile Leben hineinzufühlen. Just as Mary Oliver, she says in her poem, The Summer Day, Mary Oliver schreibt in ihrem Gedicht Der Sommertag, she says, doesn't everything die at last and too soon? stirbt nicht alles zu guter Letzt und viel zu früh? Tell me, what is it you want to do with your one wild and precious life? Sag mir, was ist es, das du planst zu tun mit deinem einen wilden und kostbaren Leben? And so we get this time in the broad margin to feel into our lives. So bekommen wir hier diese Zeit und den weiten Raum, um in unser Leben hineinzuspüren. To listen more closely to the murmurings of our own hearts. Und dem Murmeln unseres eigenen Herzens besser zuzuhören. So may you appreciate this broad margin. It's such a rare gift that we have. Und mögest du diesen weiten Raum schätzen. Es ist so ein seltenes Geschenk, was wir bekommen. This retreat will come and go. It will be over before you know it. Dieses Retreat wird kommen und wieder vergehen. Es wird vorbei sein, bevor du es bemerkst. So let's be here. Lass uns wirklich hier sein. Be in this space to be present, to feel our own hearts. Und in diesem Raum sein und gegenwärtig sein mit unserem eigenen Herzen. And so today's practice is to continue with this mindfulness of the body. In der Praxis des heutigen Tages fahren wir mit der Achtsamkeit bezogen auf den Körper fort. The Buddha speaks about that within this fathom-long body. Der Buddha sagt, dass in diesem einen fadenlangen Körper with its thoughts and emotions mit seinen Gedanken und Emotionen lies our world. unsere Welt liegt. Its beginning, Ihr Entstehen, its ending, ihr Vergehen its pathway to great freedom und der Weg zu großer Freiheit. is found within this fathom-long body. All dies befindet sich in diesem einen fadenlangen Körper. Our history is here inside our body. Unsere Geschichte liegt hier in unserem Körper.
So residing in the body, being mindful of the breath. So, lasst uns diesen Körper bewohnen, achtsam sein mit dem Atem. And also you're welcome to expand into the bodies, perhaps being mindful of sounds. Und du bist auch eingeladen, die Achtsamkeit zu öffnen, um im Körper zu bleiben, aber beispielsweise Geräusche mit einzuschließen. The different physical sensations. Auch die verschiedenen Körperempfindungen. Actually, any of the senses can be objects to meditate upon. Jedes Sinnesorgan kann zum Meditationsobjekt werden. You bring awareness into the mouth and be aware of any tasting you're still experiencing. Du kannst deine Aufmerksamkeit in deinen Mundraum bringen und gewahr sein, ob es noch einen bestimmten Geschmack gibt, der davor herrscht. Even smells within the nose. Du kannst die Aufmerksamkeit in die Nase richten und riechen. And even sights within the eyes. Und auch visuelle Eindrücke der Augen. So just expanding the awareness, you can be with the breath at certain points. Und öffne dein Gewahrsein. Du kannst immer wieder auch mit dem Atem sein. And you can shift and experiment just listening to sounds as a practice. I suggest that we just do this right now for a little bit. Und dann kannst du auch wechseln. Und ich schlage vor, dass wir das jetzt einfach mal für einen Moment lang tun. Unsere Aufmerksamkeit, unsere Achtsamkeit auf Geräusche, auf das Hören richten. So we're going to experiment. We'll be with sounds and we'll go to other senses. Lasst uns experimentieren. Lasst uns jetzt mit Geräuschen sein und dann öffnen wir uns weiter anderen Sinnestoren. So bringing awareness into the ears and just listening to the different sounds. Dann bring dein Gewahrsein hin zu den Ohren und lausche auf die verschiedenen Geräusche. Sounds outside of the room or in the room. Geräusche außerhalb unseres Raumes oder Geräusche innerhalb des Raumes. Sometimes internal sounds, ringings in the ears, pulses, heartbeat. Und manchmal innere Geräusche wie ein Läuten in den Ohren, Pulsieren oder der Herzschlag. Listening to sounds, hearing meditation as they come and go. Höre auf Geräusche, Hörmeditation, lausche, wie sie auftreten und vergehen. And of course, if you discover that your mind is wandered off from hearing, acknowledging wherever you went and returning back to hearing meditation. Und wenn dir auffällt, dass dein Geist fortgewandert ist vom Hören, dann erkenne an, wo du hingewandert bist und bringe die Aufmerksamkeit behutsam zurück zum Hören. So many different sounds coming and going. So viele unterschiedliche Geräusche, die auftreten und vergehen. And now shifting to bodily sensations. Nun richte deine Aufmerksamkeit auf Körperempfindungen. Itches, aches, tingles. Jucken, Schmerzen, Kitzeln. Different aches, different sensations, coming and going. Die verschiedenen Empfindungen, wie sie kommen und gehen. Warmth, coolness. Wärme, Kälte. Lightness, heaviness. Ein Gefühl von Leichtigkeit oder Schwere. So many different sensations, being mindful of the body, sensations. So viele unterschiedliche Körperempfindungen.
Sei achtsam mit den Körperempfindungen, as they come and go. wie sie entstehen und vergehen. Now gently withdrawing from sensations and bringing awareness into the eyes, seeing meditation. Und jetzt bringen die Aufmerksamkeit von den Körperempfindungen weg und hin zu den Augen, Sehmeditation. Even with the eyes closed, a number of us may see colors, shapes, patterns, and movement. Selbst mit geschlossenen Augen werden einige von uns Farben, Gestalten und Bewegung wahrnehmen. And just being aware of the changing nature of these different sights, seeing meditation. Und sei dir einfach der sich ständig verändernden Natur dieser Formen und Farben bewusst. Sehmeditation. The reason that we as human beings see these colors, shapes, movement is actually a medical term for this. It's called myopic phenomena. Und dass wir als Menschen diese Dinge sehen können, dafür gibt es einen medizinischen Fachbegriff, das sind myopische Phänomene. No need to find meaning and stories about these colors and shapes, just being aware of them arising and passing, seeing meditation. Und es besteht kein Grund darin, in diesen Formen und in diesen Farben irgendeine tiefere Bedeutung zu suchen, sondern jetzt geht es gerade einfach nur darum, wahrzunehmen, wie sie auftreten und vergehen. Now shifting from seeing and just touching into the nose and any smells. So this is just connecting to the body through the senses to smell. Nun bring die Aufmerksamkeit hin zur Nase und nimm wahr, welche Gerüche für dich wahrnehmbar sind und geh so in Verbindung mit deinem Körper durch das Riechen. It may be more just kind of a neutral smell, not much of anything, to something strong or less so. So just whatever's there, smelling as it comes and goes. Und vielleicht ist es eher ein neutraler Geruch, den du wahrnimmst, bis hin zu etwas Starkem oder etwas weniger Starkem, etwas Schwachem. Riechen, was immer da ist.
And so lastly, shifting to the mouth and being mindful of tasting, any tastes residing in the mouth. Und zum Schluss bringen die Aufmerksamkeit in deinen Mundraum und schmecke. Nimm wahr, ob da noch ein bestimmter Geschmack ist, der für dich wahrnehmbar und spürbar ist. This is the cultivation of the mindfulness of the body with its senses. Dies ist das Kultivieren der Achtsamkeit auf den Körper gerichtet, bezogen auf die Sinnesorgane. And of course, this body can even be further contemplated in the anatomical parts. Und dieser Körper kann auch noch weiter kontempliert werden, bezogen auf seine anatomischen Körperteile. Actually, the great-grandmother of all body scans is the 32 parts of the body meditation, which is found in the mindfulness of the body. Die Urgroßmutter aller Bodyscan-Meditationen ist die 32 Körperteile Meditation, die wir in der Grundlage der Achtsamkeit bezogen auf den Körper finden können. Which is a meditation on the anatomical, solid and liquid parts of the body. Es ist eine Meditation bezogen auf die anatomischen, festen und flüssigen Bestandteile des Körpers. Of course, within these body parts, they are further broken down in another practice within the body foundation of elements, of solids, liquids, motion and temperature. Und diese Körperteile werden in einer weiteren Praxis auch noch heruntergebrochen in feste Bestandteile, flüssige Bestandteile, in Bewegung und in Temperatur. And finally, there's a contemplation on the mindfulness of death, of the decomposition of the body. Und zum Abschluss gibt es auch noch eine Kontemplation bezogen auf den Verfall unseres Körpers nach dem Eintritt des Todes. These are the practices of the mindfulness of the body. Dies sind die Praktiken, die zu finden sind in der Grundlage Achtsamkeit bezogen auf den Körper. And so you're welcome just to stay with one object, such as the breath. Du bist eingeladen, mit einem Objekt zu praktizieren, wie beispielsweise dem Atem. Or you're welcome to also open up into other senses that become more prominent and distinct at any given moment. Und du bist darüber hinaus eingeladen, auch deine Achtsamkeit zu öffnen und Sinnesempfindungen, die in einem bestimmten Moment in den Vordergrund deiner Aufmerksamkeit treten, einzubeziehen. For example, I might be with the breath in these few moments. Ich bin beispielsweise mit der Achtsamkeit auf den Atem in diesem Moment. And then all of a sudden my mind begins to pick up listening to a sound outside, like an airplane or whatever, and that becomes more prominent, and then I just be with that sound, leaving the breath. Und dann beispielsweise wandert meine Aufmerksamkeit zu einem Geräusch außerhalb des Raumes, ein Flugzeug beispielsweise, und dieses Geräusch wird für mich vordergründig, dann richte ich meine Achtsamkeit darauf, bis es wieder vergeht und bringe sie im Anschluss zurück zum Atem. Listening to that sound, its beginning, its middle, its end. Ich lausche auf das Geräusch, auf den Anfang, die Mitte und das Abklingen, das Ende. And then perhaps back to the breath again. Und vielleicht bringe ich die Aufmerksamkeit dann im Anschluss zurück auf den Atem. And then perhaps in a little bit there's an itch on the side of the face that becomes very strong and prominent. Und dann im nächsten Moment gibt es vielleicht ein Jucken im Gesicht, was in den Vordergrund rückt.
And then just allowing myself to shift the focus and being mindful of the sensation on the side of the face. Und dann erlaube ich mir, die Aufmerksamkeit dorthin zu richten und achtsam diese Körperempfindung, dieses Jucken im Gesicht zu spüren. Staying with it as it comes and eventually leaves. Und ich bleibe beim Spüren, solange nimm wahr, wie die Empfindung auftritt und wie sie dann wieder abklingt. Or potentially making a decision that it needs to be scratched. Oder vielleicht treffe ich auch die Entscheidung, dass ich mich jucken werde. And then being aware of lifting the arm up and scratching the face, feeling the relief and bringing the arm back. Und dann bin ich mir gewahr, wie ich meinen Arm hebe, wie ich diese Stelle jucke, wie ich die Erleichterung spüre und den Arm dann wieder ablege. And then coming back to the breath again. Und dann komme ich zurück zum Atem. So yesterday we were really singularly trying to be with the breath, and today we're using the breath but also opening up to other senses that become prominent and distinct. Gestern haben wir uns also alleinig auf ein Meditationsobjekt, auf den Atem beispielsweise ausgerichtet. Heute nutzen wir den Atem auch, um uns immer wieder zu zentrieren, aber öffnen unser Gewahrsein auch weiter, bezogen auf die anderen Sinnesorgane und beziehen die Empfindungen mit ein. So just carry on and trusting your own practice. Dann fahre nun so fort und vertraue deiner eigenen Praxis. Staying within the body, Bleibe innerhalb deines Körpers, but going with what's prominent for you. If sounds predominate, then just be with sounds continuously as a primary object. It's up to you. und folge den Dingen, die sich für dich in den Vordergrund stellen. Wenn es Geräusche sind und du die Meditation auf Geräusche als Hauptobjekt nutzen möchtest, dann kannst du dich auch dort dafür entscheiden. If sensations predominate, being with sensations, following what's prominent for you. Und wenn dann Körperempfindungen in den Vordergrund treten, dann gehst du mit dieser Körperempfindung mit, spürst sie und richtest die Aufmerksamkeit auf die Dinge, die für dich vordergründig werden. And lastly, being aware that no matter wherever you bring your attention to any of the senses within the body, they are coming and going, they're impermanent. Und schlussendlich, was wichtig ist, ist dabei zu bemerken, wohin auch immer du deine Aufmerksamkeit richtest, auf die verschiedenen Sinnesempfindungen im Körper. Alle Empfindungen entstehen und vergehen und sie offenbaren den ständigen Wandel, die vergängliche Natur aller Dinge. Being present. Gegenwärtig sein.